Stellen Sie sich das mal vor. Ein Schulunterricht, bei dem man sich selbst aussucht, welches Fach man gern lernen will und in der Gruppe oder allein und dann auch noch eine Snackbar im Klassenzimmer hat. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Doch so kann Unterricht wirklich aussehen. Serkan Erol ist Lehrer an der Anna-Pröll-Mittelschule in Gersthofen und unterrichtet als Klassenleiter seine 7b im Rahmen der positiven Lernkultur. Was das genau bedeutet, was es bringen soll und vor allem, wie es bei den Schülern ankommt, zeigt Benjamin Wildfeuer. Ich bin heute mit Lippengefühl aufgestanden. Ich habe gerade das Seven gehört. Ich mag keine Bundesliga-Spiele, einfach weil sie viel zu anstrengend ist. Mich belastet gerade nur meine Noten in Mathe und Deutsch. In der morgendlichen Runde teilt Angie mit der Klasse, was sie gestern unternommen hat, was sie zurzeit beschäftigt und wie sie sich aktuell fühlt. Dieses persönliche Journal ist Teil der positiven Lernkultur, die in der 7b der Anna-Pröll-Mittelschule in Gersthofen umgesetzt wird. Mit Emotionskarten zeigen sie ihrem Klassenlehrer und den Mitschülern ihren Gemütszustand. Ich vertraue meine Klasse, ich vertraue meinen Lehrer zwar sehr und ich erzähle die Wahrheit, was ich gemacht habe und wie ich mich fühle, wenn ich mich vielleicht jetzt schlecht fühle. Aber was passiert ist, dann erzähle ich das auch, weil so keiner urteilt in dieser Klasse. Ich finde es schon gut, weil man lernt halt so mehr über seine Gefühle zu sprechen und so. Man lernt offener in der Klasse zu sein und man baut auch Vertrauen mehr zu Personen auf. Klassenleiter Serkan Erol hat die Methode eingeführt. Ein Resultat aus der täglichen Lehrpraxis. Denn er möchte den Schülern den Druck nehmen, trotz persönlicher Probleme immer funktionieren zu müssen. Außerdem will er seiner Klasse selbstbestimmtes Lernen ermöglichen. Wenn man sozusagen sinnbegreifend Lernen versteht, dann ist das einfach ganz, ganz wesentlich, dass man eben Schule nicht nur als ein Ort für die Leistung sieht, sondern auch als ein Ort der Möglichkeit, dass die Schüler in ihrer Persönlichkeit blühen können. Seine Schülerinnen und Schüler wählen selbst, was sie lernen wollen und wie. Ob alleine oder im Gruppenraum, im Sitzen oder im Stehen. Die Grundlage sind wissenschaftliche Erkenntnisse. Mit gesunden Snackpausen, Tee- und Bewegungsphasen schmückt Serkan Erol die Methode individuell aus. Die Anwesenheit der Schüler hat sich dadurch um 30–40% gesteigert. Darüber hinaus merke ich einfach aus der Resonanz der Schüler, ob sie gerne am Unterricht teilnehmen oder nicht. Und die Schulen, die Schulnoten sozusagen, auch in der Leistung spiegelt sich das wieder, dass die auf eine 5 standen, jetzt auf eine 4 sind und so weiter. Es ist eine sukzessive Leiter. Die 7b schätzt unterschiedliche Aspekte des Unterrichtskonzepts. Die einen die Selbstständigkeit, die anderen das morgendliche Journaling. Ich finde es gut, weil ich habe meinen Platz und ich setze mich immer hin und dann ich konzentriere mich auf meine Sachen und nicht neben mir irgendjemand sitzt und ist halt viel besser. Gut, also jetzt muss man sich halt immer dann angewöhnen. Zum Beispiel, als wir neu in der Klasse kamen, keiner hatte Bock, die haben vielleicht mal 2, 3 Sätze geschrieben, auch nicht. Aber so dann, wenn man reinkommt, jeden Tag schreibt, dann ist man gewöhnt daran. Für Serkan Erol ist die positive Lernkultur auch Präventionsarbeit, um psychische Probleme bei den Schülerinnen und Schülern vorzubeugen. Es ist ja auch nicht gesagt, dass einfach über die positive Lernkultur jetzt von 0 auf 100 alles rund läuft. Ja? Es ist nur ein besserer Auffangbecken. Ja? Es wird abgefedert sozusagen, die Sorgen des Alltags. Und dadurch, dass ich weiß, was in den Köpfen, in der Welt der Schüler passiert, spüre ich sozusagen den Puls dieser Kinder und kann besser auf sie eingehen. Lehrer und Schüler müssten beide einen Schritt aufeinander zugehen. Nur so würde positive Lernkultur funktionieren und beide Seiten profitieren.